Hallo! So, heute habe ich relativ wenig Videos gemacht, deswegen jetzt nochmal zum Abschluss eins. Ich habe heute unglaublich viel geschafft, und zwar habe ich ja erzählt, dass ich zwei Mädels kennengelernt habe, die Franzi und die Elli, aus Trier und aus Frankfurt. Ich glaube, das ist falsch. Aus Trier kommt auf jeden Fall die Elli, die Franzi muss ich nochmal fragen. Und das war ganz cool. Ja, okay, Deutsch, und wir haben uns auch den ganzen Tag Deutsch unterhalten, aber wir haben mir halt beide heute unglaublich viel geholfen. Wir sind zu dritt in der Stadt gewesen, aber als erstes, ich habe heute Wäsche gewaschen und getrocknet, und das hat alles gar nicht so gut geklappt, weil ich irgendwie Wolle angegeben habe, und nach 24 Minuten war die Wäsche fertig, aber irgendwie hat sie noch komisch gerochen. Deswegen habe ich nochmal 24 Minuten gemacht, weil ich halt einen Wollpullover drin hatte, und dann war es ein bisschen besser. Dann habe ich ewig den Trockner nicht gefunden, und meiner Meinung nach stand es auch nicht dran. Habe dann irgendeinen Typ gefragt, wo ist denn der Trockner? Und der so, ja, direkt hinter dir. Ist so toll. Habe dann getrocknet, die Wäsche, und auch da gab es wieder Probleme, weil der Automat das irgendwie nicht genommen hat. Ich muss hier 2,50 $ für Wäsche waschen und für Trocknen bezahlen. Das heißt, ich habe heute zweimal gewaschen und einmal getrocknet, also 7,50 € bezahlt. Irgendwie war aber auch nicht alles trocken, das heißt, auch ein bisschen schade. Egal. Die Wäsche ist jetzt sauber, ich kann meine Erdbeere wieder anziehen. Und ja, dann sind wir los in die Stadt und sind ins Steuerbüro. Nee, Steuerbüro war das nicht, auf jeden Fall ein Amt, und haben uns dann eine Steuernummer geben lassen. Das war mega easy. Das ging super flott, und ich muss dann nur meinen Passport, also meinen Reiseausweis, Reisepass und mein Work Permitted, also meine Arbeitserlaubnis abgeben, und Geburtsdatum von meinen Eltern und Name von meinen Eltern. Und dann sind wir, wo sind wir denn dann hingegangen? Ach so, in den Handyladen. Das war eine Tortur. Da waren wir, glaube ich, über eine Stunde drin. Das war krass. Die Ellie hat sich einen Vertrag geholt. Ich habe mir eine Prepaid geholt. Habe jetzt $100 auf meiner Prepaid, und das Ding ist, hier in Kanada kosten eingehende und ausgehende Anrufe. Und ich werde diese Karte auch nur nehmen, um für Bewerbung halt. Genau, und danach sind wir dann zur Bank, und zwischendurch waren wir kurz was essen, die Mädels im Burgerladen, ich in so einem Kiosk, habe mir da so Eis-Sandwich geholt. Nicht so geil. Egal. Dann sind wir zur Bank, und die hatten irgendwie keine Zeit und haben uns einen Termin gegeben, und sind dann wieder hin, und dann habe ich mit der Franzi, die hat mir geholfen, die hat mir ein bisschen beim Übersetzen geholfen. Es sind vor allem so zwei Sachen, die ich nicht ganz verstanden habe, aber ansonsten, naja, hat er sich Mühe gegeben, der junge Herr, um langsam zu sprechen und deutlich. Und ja, das war eigentlich ganz erfolgreich. Also habe ich jetzt eine Handynummer und eine Steuernummer und ein Konto, falls ich dann arbeiten möchte, wo ich dann auch Geld verdiene. Denn wenn ich auf den Farmen arbeite, kriege ich kein Geld. Ja, heute Morgen habe ich mit meiner Mutti telefoniert, und meine verstorbene Oma, die Oma Maria, die hat hier Verwandtschaft. Die sind ausgewandert, und meine Tante Gitti und meine Mutti haben ganz fleißig in Deutschland recherchiert und haben auch die Nummer herausgefunden. Ja, und da werde ich mal morgen meine Verwandtschaft anrufen. Die wohnen hier in Vancouver und auch in BC, also British Columbia, und ja, vielleicht lerne ich dann ja bald noch mehr Verwandte kennen. Mega cool, ich war mega aufgeregt, und das wird ganz spannend, und
Ja, ich freue mich. So, nachdem ich so viel Englisch heute gesprochen habe und gehört habe und versucht habe zu übersetzen in meinem Kopf, bin ich jetzt total Matschepampe. Ich war mit den Mädels noch in der Küche und wir haben uns auch ein bisschen unterhalten, aber es war auch wirklich eher so, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Vokabular ist für heute auch gebraucht, egal in welcher Sprache. So einen kompletten Tag Amtsenglisch ist schon fett. Und ja, das war der Tag heute. Ich werde morgen zwei Farmer zurückschreiben. Der eine Farmer von so einer Hundefarm hat geschrieben, dass vielleicht ab Mitte Februar was frei ist. Dann habe ich mich auch auf einer Pferdefarm beworben. Sie hat gefragt, wann ich da sein will, und ich muss das jetzt auch nochmal erstmal abklären, weil ich jetzt auch noch eine Woche länger hier in dem Hostel bleibe, gebucht habe, und ich muss abklären, wann Mugi und Tesi kommen, also die kommen Anfang März, wann ich zu meinen Verwandten vielleicht fahre und da übernachte, mal gucken und mich mit denen treffe. Ich bin ganz gespannt, und wie ich dann zwischendurch arbeite, und ja, ein sehr erlebnisreicher Tag, und ich gehe jetzt ins Bett und werde ganz tief und fest schlafen, trotz Disco unter unserem Zimmer. Und ab diese Woche Mittwoch bin ich dann mit der Ellie in einem Zimmer, und zwar eine Etage höher, und das wird wahrscheinlich hoffentlich etwas ruhiger. Ich wünsche euch allen einen guten Start in den Tag, und die Niene sagt Peace und lange Haare.